Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir über unser Alter, unser Land und unsere Heimatstadt. Vergesst nicht, uns zu folgen und die Glocke zu aktivieren. Weißt du, ich finde es immer spannend zu hören, woher Menschen kommen. Oft erzählt man ja zuerst, aus welchem Land oder welcher Stadt man stammt. Ja, das stimmt. Es ist auch eine gute Möglichkeit, um das Eis zu brechen, wenn man jemanden neu kennenlernt. Oft fragt man dann auch nach dem Alter, oder? Genau. Es scheint so eine Art natürliche Reihenfolge zu sein. Name, Herkunft und Alter. Das sind einfache Dinge, die jeder erzählen kann. Und es ist interessant, wie diese Informationen oft schon viel über eine Person verraten. Manchmal bringen sie sogar Gespräche über Kulturen und Traditionen in Gang. Richtig. Wenn ich sage, dass ich aus Hamburg komme, gibt es oft sofort Gespräche über das Wetter oder die Hafenstadt. Es ist eine einfache Möglichkeit, das Gespräch am Laufen zu halten. Genau. Und wenn jemand sagt, ich bin 25 Jahre alt, kann das auch wieder zu neuen Themen führen. Vielleicht spricht man dann über Musik oder Filme aus der Kindheit. Stimmt, es ist erstaunlich, wie viel man allein durch diese einfachen Informationen erfahren kann. Manchmal ergeben sich auch Gemeinsamkeiten, die man vorher nicht erwartet hätte. Und es zeigt auch, dass das Alter nicht immer so wichtig ist, wie man denkt. Manchmal versteht man sich mit jemandem, der viel älter oder jünger ist, einfach gut. Ja, oft sind es die Interessen, die verbinden, nicht das Alter, aber es ist trotzdem ein guter Startpunkt für ein Gespräch. Absolut. Und es ist auch ein guter Weg, um Missverständnisse zu vermeiden. Wenn man weiß, woher jemand kommt, versteht man oft besser, wie er denkt oder was ihm wichtig ist. Genau, es hilft auch, Vorurteile abzubauen. Wenn man mehr über die Herkunft einer Person erfährt, sieht man oft, dass viele Klischees nicht stimmen. Und das ist auch der Grund, warum ich gerne darüber spreche, woher ich komme. Es öffnet Türen zu neuen Erfahrungen und Einsichten. Ja, und manchmal lernt man sogar ein bisschen über die Geschichte oder die Kultur des Ortes, über den man spricht. Das kann sehr bereichernd sein. Und es ist eine einfache und freundliche Möglichkeit, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, finde ich. Da bin ich ganz bei dir. Es sind oft die kleinen Gespräche, die einen viel weiter bringen, als man anfangs denkt. Ja, und ich finde es schön, wie leicht man auf diese Weise neue Freunde oder Bekannte finden kann. Ein paar Worte über die Herkunft und das Alter, und schon ist man mitten im Gespräch. Wenn man über sein Land spricht, gibt es oft so viel zu erzählen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Was denkst du, was man einfach erzählen kann? Ich finde, es ist immer schön, mit den typischen Dingen zu beginnen, die das Land ausmachen, zum Beispiel das Essen oder bekannte Sehenswürdigkeiten. Ja, das stimmt. Essen ist ein guter Einstieg. Viele Leute interessieren sich dafür, was in anderen Ländern typisch ist. In Deutschland denkt man oft an Brot, Bier und Bratwurst. Und auch an die Landschaft. Deutschland hat viele schöne Wälder, Berge und Flüsse. Das sind Dinge, die man leicht erwähnen kann, wenn man sein Land beschreibt. Genau. Und auch Traditionen und Feste sind interessant. Zum Beispiel das Oktoberfest oder der Karneval. Das gibt oft schon ein lebendiges Bild. Das ist wahr. Und man kann über das Wetter sprechen.
In Deutschland gibt es zum Beispiel 4 klare Jahreszeiten und das beeinflusst, was man das ganze Jahr über macht. Stimmt, das Wetter spielt eine große Rolle. Und es ist auch spannend, über die Unterschiede von Stadt oder Region zu reden. Ja, zum Beispiel ist der Norden oft windig und kühl, während der Süden wärmer ist. Das kann das Leben in den verschiedenen Teilen des Landes sehr unterschiedlich machen. Und dann gibt es noch die Geschichte. Deutschland hat eine lange und interessante Geschichte. Das kann manchmal ein schwieriges Thema sein, aber es ist auch wichtig. Auf jeden Fall. Und es ist interessant, wie die Geschichte die Kultur und das tägliche Leben beeinflusst. Das kann helfen, die Menschen und ihre Gewohnheiten besser zu verstehen. Genau. Und man kann auch über die Sprache sprechen. Deutsch hat viele Dialekte und das kann sehr interessant sein, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, und die Vielfalt der Dialekte zeigt auch, wie vielfältig das Land ist. Jeder Dialekt hat seine eigene Geschichte und seine besonderen Ausdrücke. Und diese Vielfalt spiegelt sich auch in der Kunst und Musik wider. Es gibt viele berühmte deutsche Komponisten und Künstler, die man erwähnen könnte. Absolut. Kunst und Musik sind ein großer Teil der Kultur und können viel über ein Land erzählen. Sie zeigen oft, wie die Menschen denken und fühlen. Und nicht zu vergessen sind die Erfindungen. Deutschland ist bekannt für viele technische Innovationen. Das ist auch etwas, worauf man stolz sein kann. Stimmt. Erfindungen und Technik sind Dinge, die viele Menschen mit Deutschland verbinden. Das zeigt, dass das Land eine lange Tradition in Bildung und Forschung hat. Es gibt wirklich viele einfache Dinge, die man erzählen kann. Und jedes Thema kann schnell zu einem interessanten Gespräch führen. Ja, und das Schöne ist, dass man dabei nicht nur über das Land spricht, sondern auch viel über sich selbst und seine Erfahrungen teilt. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie man seine eigene Stadt oder Heimat beschreibt, finde ich es spannend, sich erstmal zu fragen, was macht meine Stadt besonders? Ja, das ist ein guter Punkt. Man könnte mit der Größe der Stadt anfangen. Ist es eine große Stadt oder eher ein kleiner Ort? Das beeinflusst oft, wie das Leben dort ist. Richtig. Und dann gibt es oft bestimmte Orte, die man erwähnen kann. Zum Beispiel einen schönen Park, ein altes Gebäude oder eine bekannte Straße. Absolut. Und wenn es eine Sache gibt, die wir nicht vergessen sollten, dann ist es das Essen. Gibt es ein Gericht, das typisch für die Region ist? Genau, das Essen erzählt viel über die Kultur, aber auch die Menschen in der Stadt sind wichtig. Wie sind sie? Offen und freundlich oder eher zurückhaltend? Ja, das ist interessant. Und wie sieht es mit den Freizeitmöglichkeiten aus? Gibt es Kinos, Theater oder Sportvereine, die man besuchen kann? Auf jeden Fall. Das beeinflusst sehr, wie man seine Freizeit gestaltet. Und dann ist auch die Geschichte der Stadt oft spannend. Gibt es historische Ereignisse oder berühmte Persönlichkeiten? Ja, das kann der Stadt ein einzigartiges Flair geben. Und was ist mit dem Verkehr? Ist es einfach, sich mit dem Bus oder Zug fortzubewegen? Das ist ein wichtiger Aspekt. Eine gute Infrastruktur macht das Leben viel einfacher. Und dann gibt es noch die Frage nach dem Wetter. Wie ist das Klima das ganze Jahr über? Genau, das Wetter beeinflusst, was man draußen machen kann. Und wie sieht es mit den Festen aus?
Gibt es besondere Veranstaltungen, die jedes Jahr stattfinden? Feste bringen oft die ganze Stadt zusammen und sind eine tolle Gelegenheit, die lokale Kultur zu erleben. Und wie ist es mit der Kunst? Gibt es Museen oder Galerien? Kunst ist ein großer Teil der Kultur. Sie zeigt, wie kreativ eine Stadt ist. Und wenn wir schon über Kreativität sprechen, was ist mit der Musikszene? Musik kann viel über die Stimmung in einer Stadt aussagen. Gibt es lokale Bands oder Musikfestivals, die die Menschen anziehen? Das ist ein guter Punkt. Und dann könnte man noch über die Natur in und um die Stadt sprechen. Gibt es Grünflächen oder Ausflugsziele in der Nähe? Ja, die Natur ist wichtig, um sich zu erholen und abzuschalten. Und schließlich, wie sind die Einkaufsmöglichkeiten? Gibt es interessante Läden oder Märkte? Einkaufen sagt viel über die Lebensqualität aus. Und das Schöne ist, all diese Aspekte zusammen ergeben ein lebendiges Bild der Heimatstadt. Genau. Und es macht Spaß, darüber nachzudenken, was die eigene Stadt so besonders macht. Man entdeckt oft neue Dinge, wenn man sich damit beschäftigt. Absolut. Und es gibt immer wieder neue Geschichten zu erzählen. Das macht die eigene Stadt zu einem spannenden Thema. Wenn man jemanden kennenlernen will, ist es oft spannend, über das Alter und die Heimatstadt zu sprechen. Es gibt viele Möglichkeiten, das Gespräch locker zu halten. Ja, das stimmt. Man könnte zum Beispiel fragen, wo kommst du ursprünglich her? Das öffnet oft ein interessantes Gespräch. Genau. Und wenn man dann die Heimatstadt kennt, kann man fragen, ob es dort etwas Besonderes gibt. Vielleicht eine berühmte Sehenswürdigkeit oder ein besonderes Fest. Richtig. Das bringt oft schöne Erinnerungen hervor. Und das Alter kann man ganz einfach ins Gespräch einfließen lassen, indem man sagt, ich bin in den 80ern aufgewachsen, du auch? Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Oft kommt dann ein Gespräch über die Unterschiede der Zeit auf. Das kann lustig sein, wenn man über alte Fernsehsendungen oder Musik spricht. Absolut. Und wenn man das Gespräch am Laufen halten will, kann man auch über gemeinsame Interessen sprechen. Das verbindet schnell. Auf jeden Fall. Vielleicht gibt es auch Gemeinsamkeiten bei der Herkunft. Meine Großeltern kommen auch aus dieser Stadt. Das schafft sofort eine Verbindung. Das stimmt. Oder man fragt nach dem Lieblingsort in der Heimatstadt. Das zeigt, was jemandem wichtig ist. Ja, und es bietet auch die Chance, über eigene Reisen oder Erlebnisse zu erzählen. So wird das Gespräch lebendig. Und wenn man merkt, dass jemand aus einer anderen Kultur kommt, kann man auch fragen, ob es Unterschiede gibt, die besonders spannend sind. Das finde ich auch interessant. Man lernt oft viel Neues über andere Länder und Traditionen. Genau. Und das kann auch eine gute Gelegenheit sein, selbst etwas über das eigene Land zu erzählen. Bei uns feiern wir das so und so. Ja, und das bringt oft beide Seiten zum Lachen oder Staunen. Ein lockeres Gespräch lebt von solchen Momenten. Und am Ende merkt man vielleicht, dass man mehr gemeinsam hat, als man dachte. Das macht das Kennenlernen spannend. Stimmt. Und je mehr man sich über solche Themen austauscht, desto vertrauter wird man miteinander. Ja, die Themen Alter, Land und Heimatstadt sind ein guter Ausgangspunkt für viele interessante Gespräche. Das Schöne ist, dass jeder eine Geschichte hat, die es zu entdecken gilt. Und das macht das Gespräch lebendig. Genau. Und manchmal findet man sogar Inspiration für die nächste Reise.
Da will ich auch mal hin. Ja, das ist ein schöner Gedanke und es zeigt, wie sehr uns solche Gespräche bereichern können. Absolut. Sie öffnen die Augen für neue Perspektiven und bringen uns einander näher. Das ist das Besondere an einem guten Gespräch. Es verbindet und schafft neue Einblicke. Und das Beste daran ist, dass man immer wieder etwas Neues entdecken kann. Ja, es gibt immer neue Geschichten zu erzählen und neue Menschen kennenzulernen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Vergesst nicht, uns einen Kommentar zu schreiben. Sagt uns, welche Wörter euch heute besonders gefallen haben. Genau. Eure Meinung zählt. Wenn euch unser Podcast gefällt, drückt den Like-Button, abonniert uns und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig. Die Heimatstadt. Meine Heimatstadt hat viele alte Gebäude. In meiner Heimatstadt gibt es ein großes Fest im Sommer. Die Kultur. Die Kultur einer Stadt zeigt sich oft in ihren Traditionen. Viele Menschen reisen, um neue Kulturen zu entdecken. Das Gespräch. Das Gespräch über die Heimatstadt war sehr interessant. Wir hatten ein langes Gespräch über Kunst und Musik. Der Park. Der Park in der Nähe ist ideal für einen Spaziergang. Viele Familien verbringen ihre Wochenenden im Park. Die Geschichte. Die Geschichte der Stadt ist sehr spannend. Er erzählt gerne die Geschichte seiner Familie.